being valued $1 billion and more. It isn't as glamorous as others might think. Working hard, not seeing results is a formula for burnout. I consider my father as my best friend. I want to get back my son from the great business alive. Das ist Kaarel. Er ist 27 und leitet ein Milliardenunternehmen. Describing myself is always the hardest. I'm in tech business without the tech education. It's my 12 projects, and every single project has enabled me to learn something new. Do you ever stop yourself and think, this is really weird? Like, I own a company that's worth $1 billion. No. Vor 7 Jahren gründete Kaarel Kotkas sein Unternehmen Veriff. Heute, mit nur 27 Jahren, ist er einer der erfolgreichsten Geschäftsleute Estlands. Um das Geheimnis des Startups zu ergründen, sind wir nach Tallinn gereist, der Hauptstadt des kleinen Landes am östlichen Rand Europas. Wir wollen herausfinden, was treibt Kaarel an und was macht so ein erfolgreiches Unternehmen mit einem. Auf der Suche nach Antworten begleiten wir Kaarel auf die kleine estnische Insel, auf der seine Geschichte angefangen hat. Veriff is building infrastructure for trust. We allow any website and mobile application to match the person with their government-issued ID. Over the course of 7 years, the amplitude between wins and losses has got bigger. One day you can have such a bigger win that you ever anticipated before. Genau das geschah im Januar 2022, als Veriff den großen Gewinn erzielte und zum Einhorn-Unternehmen wurde. Unicorn company to some extent was meant as startups that are able to get to this mythical milestone of being valued $1 billion and more. It isn't as glamorous as others might think because it's just a milestone in our journey. And at the end, it's pure mathematics, how companies can get to this point. Moment mal, was sagt Kaarel hier eigentlich genau? Einhorn-Unternehmen ist ein umgangssprachlicher Begriff für ein Startup in Privatbesitz mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar. Auch wenn Kaarel sagt, dass es nicht sehr glamourös sei, ist das schon eher eine Seltenheit. Kaarel hat es geschafft. Wir wollen wissen, ob sich sein Leben dadurch verändert hat. My life is normal. I mean, I think you don't have too many adjectives or ways to say it's crazy. Ain't crazy. Or when it's crazy, I like it be my normal. Working hard, not seeing results is a formula for burnout. Some people say there's this 3-8 rule that you have to have 8 hours of sleep, 8 hours for work, 8 hours for yourself. In reality, it isn't as easy as such. Kaarels Arbeitswoche hat manchmal mehr als 100 Stunden. Er reist durch die ganze Welt, eröffnet ein neues Büro in den Staaten oder trifft KundInnen in Asien. Nicht gerade das typische Leben eines 27-Jährigen. I'm spending as much as possible time on the sea, and that this is my parallel universe of getting to the same rhythm with the waves and being able to just relax. You can literally be in the middle of nowhere on the sea, and this is what is a great feeling of being on your own and switching off from the responsibilities of thinking of every single thing of being in the public eyes. Kaarel ist nicht der einzige erfolgreiche Gründer. In Estland gibt es insgesamt 10 Einhorn-Unternehmen. Das Land hat damit die höchste Pro-Kopf-Zahl an Einhorn-Unternehmen weltweit. Die Start-up-Kultur boomt in Estland.
Im Herzen der Hauptstadt befindet sich dieser Coworking Space. Ein Ort, an dem Kreative zusammenkommen und arbeiten können. Klar, solche Orte gibt es in ganz Europa. Aber Kaarel ist der Meinung, die Esten machen es anders. It's all about supporting each other. For us to all grow, it means a cooperation as a whole tech ecosystem. And this is why it makes it a very healthy environment to be in. Das ist Rivo. Der Unternehmer hat Kaarels Geschäft gleich zu Beginn entdeckt und Geld investiert. I think it was 2016 when Kaarel and Veriff were doing their first public round. I mean, it was a time of going out for fundraising, like who are the people in Tallinn that are making investments in private companies and startups. Tallinn ist mittlerweile zu einer wahren Goldgrube für Tech-Firmen geworden. Tatsächlich gibt es kein anderes europäisches Land, das mehr Risikokapitalgelder anzieht. Leute wie Rivo, die immer auf der Suche nach dem nächsten Einhorn sind, haben die Entwicklung der estnischen Start-up-Kultur von der ersten Stunde an beobachtet. I think it's just how here ecosystem operates, is that you want to sort of give back, and one of the maybe advantages of Estonia is that it's so small that you can reach out to anyone. I think Estonia has been very lucky because we had Skype, and those people who were part of Skype, they really saw like how the tech investment world and how the tech companies work. And once Skype was sold, they invested a lot back here, so that the virtuous circle could really start rolling. Und der Kreislauf geht weiter. Nach dem Vorreiter Skype kamen das Mobilitätsunternehmen Bold und Wise aus dem Fintech-Bereich. Jetzt geht es in die dritte Runde in Estland und Veriff ist ein Teil davon. Kaarels Karriere begann zwar in Tallinn, aber das erste Kapitel seiner Geschichte spielte an einem ganz anderen Ort. Auf der Insel Hiiumaa. Wir haben uns also auf die 4-stündige Reise dorthin gemacht, wo alles begann. We are off to Hiiumaa, second biggest but the best island in Estonia. It's where my home is. The place that I was born, had my best childhood, and yeah, once a home, always a home. Die Insel Hiiumaa hat nur 10.000 Einwohnende. Kaarel verließ sie, als er 15 war, um sein eigenes Leben auf dem Festland zu beginnen. Heute besucht er seinen Vater, in dessen Haus seine Familie bereits seit 7 Generationen wohnt. So, welcome to Hiiumaa. And we made it here to my father's place. Ja, ciao. No, thanks. Ja. Ja. Kas me läheme? Die nächsten Wohnhäuser sind 1 Kilometer entfernt. Kühe grasen auf den Wiesen rund um das Grundstück. Das Zuhause von Kaarels Familie ist eine andere Welt als der hektische Alltag in der Stadt. Sara Mia! There are some similar characteristics we have. I think definitely this kind of a stubbornness and goal-oriented approach. Ja ütleme siis sellele tulemusele orienteeritus. Goal-oriented. Yeah, getting stuff done. I'm very close with my father. We are in touch on a daily basis, and I'm proud to say that I consider my father as my best friend. Our relationship is very close. As we told, we are calling to each other every day, some days even many times. Wie alle Eltern macht sich Kaarel Sorgen um seinen Sohn.
Durch ihre täglichen Telefonate bekommt er Kaarels Erfolg mit, aber auch die harte Arbeit, die nötig war, um so weit zu kommen. Actually, I want to use this time for recharging his batteries. I want to get back my son from the great business alive. Yeah. Yeah. A lot of people have told me that, yeah, Kaarel, you've missed some of the greatest times of your university life and others, but I don't feel being left out by the life itself. Looking towards the future, you still regret only the things and opportunities you didn't take. Would like to keep up this agility and open mind towards new opportunities and go after big problems and have this naive approach that everything is possible forever.